Ja, es geht weiter in die sogenannte Kolbitzstraße. Und irgendwie kommt mir das vor, als war ich schon mal hier. Das muss 10, 12, 15 Jahre her gewesen sein. wird so anstrengend heute. Kann ich jetzt nicht so bestätigen, aber ich meine, hier war irgendwie eine versteckte Diskothek. Versteckt deswegen, weil die hinter so einer verschiebbare Tür war. Fand ich witzig. Aber bin ich mir nicht sicher. Landtech Bar. Ja, was kann ich zu Berlin sagen? Also, ich bin jetzt hier so ein bisschen ruhigeren Seitenarm. Aber Berlin ist ja, also vor dem Prenzlauer Berg, ist ja so krass von den Menschen. Sowieso Berlin. Dagegen ist Hamburg, wo ich wohne, also so vom Gefühl her wie ein Spießerdorf. Das bisschen, was wir da haben, wirkt dann auch noch so, wie man auf Deutsch sagt, 0 auf 15. Na, also Standard. Aber hier, ich habe hier vorhin einen nackten Fahrradfahrer gesehen. Und ja, auch nicht so schöne Sachen wie immer überall hin urinieren und keinen interessiert's. Aber dann auch wieder Leute, die hier also wirklich außergewöhnlich aussehen. Also hier ist auf jeden Fall etwas ruhiger. Das kann ich auch gebrauchen. War mir alles ein bisschen zu wild jetzt die letzten 2 Tage. Das muss ich sagen, da hat man in Hamburg so gewisse ruhige Oasen. Das habe ich bis jetzt hier noch nicht so erlebt. Aber hier macht das schon einen etwas ruhigeren Eindruck, beziehungsweise so einen gemütlicheren. Also was hört man hier in Berlin? Englisch, also je nachdem, wo man hinfährt. Ich war ja vorhin in der Sonnenallee, das habe ich in einem anderen Video gezeigt. Da habe ich Arabisch, Türkisch und ich weiß nicht welche Sprachen sonst, aber zumindest nichts aus Europa gehört. Hier hört man vermehrt Englisch. Ich habe auch viel Französisch und vor allen Dingen auch Spanisch gehört. Und man muss schon genauer hinhören, dass man mal hier Deutsch hört. Ja. Eine Häkel-Omi, ein Junge. Schöner Laden. Also Berlin ist für junge Leute das Eldorado, muss ich ja mal so sagen. Balkone gefallen mir.
Ja, morgen ist mein letzter Tag. Noch ein Lehrgang. Und bin ich froh, wenn das dann rum ist wieder. Auf jeden Fall schön mit Berlin verknüpft. Toll. Gestern Pizzaladen. Hier Edeka. Ich würde jetzt noch mal reingehen, aber sei es drum. Gestern Pizzaladen da bei Prenzlauer Berg Mauerpark gesehen. 5,90 € eine Pizza, eine große Pizza. Aber der Laden lief. Ich habe gesagt, kann ich nicht verstehen. Wieso nimmt er nicht 10, 15 €? Das ist ja normal heutzutage. Aber gefühlt muss ich sagen, ist eine Straße von Berlin. Das ist jetzt wirklich ruhiger, aber wo ich dann jetzt hier, ich weiß gar nicht, wie die Straße heißt, Eberswalder Straße, das ist auf jeden Fall eine U-Bahn-Station beim Mauerpark. Ja, das ist gefühlt so groß wie ganz Hamburg, so kam mir das vor. Oder zumindest wie die Reeperbahn und Sternschanze zusammen. Ich nehme mich mal auf hier, damit ihr mich mal seht. Oh, Leute, ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Mache ich alles nur für euch. Aus meiner Perspektive Berlin erkunden. So, jetzt geht's wieder nach vorne. Na? Alles gut. Kleiner Junge hat Mimi gemacht. Gibt dir das, was hat mir gemacht? Das Gebäude gefällt mir. Das finde ich irgendwie interessant. Sowieso die alten Bauten hier von Berlin haben richtigen Charme. Aber auch hier die modernen hier, also das da hinten hat auch was. Na, seht ihr das? Ja, ich bin gleich die Kolwitzstraße abgelaufen. Da sollte es auch von meiner Seite aus gewesen sein. Ich muss mal langsam zurück ins Hotel, noch ein bisschen lernen.
Und ich habe ehrlich gesagt keine Kraft mehr. Ja, das finde ich ja auch irgendwie stark. Okay. Wow. Ja, wie findet ihr das, wenn ich einfach mal so zwischendurch reinquatsche? Ist nichts Skript, aber ist dann halt aus dem Moment heraus. Was bin ich dann? So bin ich halt. Könnte mich natürlich mal etwas mehr vorbereiten für manche Sachen, aber ja, ich sag mal so, ich mache das dann gerne aus dem Gefühl heraus, ne? Euch einfach was zu erzählen, euch was zu zeigen. Da ist nichts wirklich jetzt was geplant gewesen. Einfach los, einfach mal gucken und ja, aus meiner Perspektive. Ja, ich habe gerade einen Schauspielersohn gesehen. Wie heißt der denn jetzt nochmal? Ja, auf jeden Fall Schauspielersohn. Was ist das denn für ein Name? Oh, wie heißt der? Ochsenknecht. Wie heißt der Sohn? Wisst ihr das? Der hat doch 2 Söhne. Da war einer von denen. Finde ich witzig. Uwe Ochsenknecht und seine Söhne. Ja, ich bin jetzt hier durch Kollwitzer Straße. Jetzt bin ich quasi angekommen an der Hauptstraße. Das war da nur eine Seitenstraße.